Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu The Cave. Wir ziehen weiter mit unserem Trio der Zeitreisenden, da bist du, und unserer Abenteuerin und dem Hildi. Ja, wir haben eben die Pyramide erfolgreich hinter uns gebracht und haben es geschafft, hier den Weg freizuschaufeln. So our band of three pulled together. I couldn't devise a better team-building exercise myself. There was a bit of collateral damage at the end, but let's call it a win. Hier hoch. Da oben ist ein Zeichen. Ja, kletter mal da hoch. Gucken wir mal. Racheplan. Ist die Frage, wer sich an wem rächen will. Alleine im Rampenlicht. Okay, die Partner sind sauer, weil sie die ganze Zeit im Rampenlicht stand. Sie wurde verbannt daraufhin. Und wollte sich rächen. Okay, das erklärt ihre Reaktion ein bisschen. Natürlich ist das trotzdem nicht in Ordnung, was sie gemacht hat. Wer die letzte Folge der Pyramide gesehen hat, der weiß, was sie gemacht hat. Hier geht die Höhentour weiter. Jetzt will ich trotzdem noch mal gucken, was unten ist. Weil hier geht es auch lang. Hier ist nichts, okay. Wir wollen ja keine Nische hier übersehen. Ich gehe jetzt mal mit dem weiter. Ich finde der Bratsche so lustig. Ups. Okay. Nichts passiert. Lalala, ich laufe durch die Höhle und weiß gar nicht, ob ich runter oder hoch will. Ich gehe mal hoch. Hier sind 1, 2, 3 Türöffner. Und was ist da unten? Da sind die beiden wieder. Eine Treppe nach unten. Okay, hier scheint der offizielle Ausgang zu sein. Die Tür ist aber zu. Hier sind auch 3 Türöffner. Da oben ist ein Bild. Mal gucken. Das hier nicht das Haus von den Zwillingen? Okay, aber wir haben die Zwillinge gar nicht bei uns. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich... Naja, das scheint der Weg hier, die Tür zu sein, damit man hier rauskommt, aber wir brauchen für den Schlüssel. Jetzt gucke ich mal da oben, wenn ich mit den 3 Damen, nee, 2 Damen, ja, du bist ein Kerl, ich weiß, hier oben lang gehe. Was passiert, wenn wir diese Hebel ziehen? Hier passiert nichts. Ach, ich weiß. Es ist der Weg zu dem Haus, aber die kommen hier nicht durch, weil die 4 brauchen. Bei den Zwillingen haben sie 4 Leute. Also, weil die Zwillinge sich weiter teleportieren können. Okay, also wir müssen hier unten lang. Hilft nix. Unser Weg ist... Oh, hier ist das Zeichen. Ups. Okay. Ich kann auch dieses Symbol gar nicht öffnen. So. Dann gehe ich jetzt mal hier weiter.
Und guck mal. Ob und wie wir denn hier vorbeikommen. Ist auch zu, die Tür. Da geht's nicht lang. Hier ist auch. Ah, hier geht's weiter. Da ist die Tür offen. Okay. Das Haus haben wir kurz hinter uns gelassen. No doubt you have realized by now that here in the cave, the rules of time and space are not exactly, well, set in stone, so to speak. But for the time traveler, time and space are mere playthings, tools manipulated to pay back petty slights. So, prepare yourselves for a tale of revenge that spans 1,000,000 years. And remember, even with the best of intentions, time travel can be unpredictable. And with the worst of intentions, well, I guess we're about to see. Oh, I'm sorry, I was just trying to scare you. Ah ja. Okay, war gestorben. Also wir sind jetzt im Level der Zeitreisenden. Die Musik wird gerade ein bisschen laut. Ich habe das Gefühl, dass ich hier ganz alleine durch muss. Weil unsere beiden Kollegen sind hinter den Stalaktiten. Ja, hätte ich in der Kunde aufgepasst. Auf jeden Fall sind sie ausgesperrt. Da ist ein Schild. Ja, hier geht's auch wieder. Ein schlechter Sieger. Okay. Fragt sich nur bei was? Achso, warte. Sowas hält uns natürlich nicht auf. Ah ja. Wo auch immer dieser Sicherungskasten für ist, ich nehme an, dass du... Ist die Musik ausgegangen? Ich meine, das... Scheinbar war es der Musikplayer. Ich hätte die Musik nicht ausgemacht. Ich hätte sie euch gegönnt, aber die Zeitreisende braucht die Sicherung gerade für die Zeitmaschine. Und alles auf einmal. Dafür haben wir nicht bezahlt. So, kann man hier irgendwas machen? Nein. Ich gehe mal kurz hier weiter und mal gucken. Überall Müll. Will ich glaube ich noch nicht runter. Ich gehe mal die Leiter runter. Also ich habe keine Ahnung. Das ist völlig blind. Aber wir lassen uns dadurch nicht beeinflussen. Scheinbar hat sie irgendwas verloren oder so und möchte deswegen eine Zeitreise. Ich nehme an, sie möchte zurückreisen, um das wieder auszumerzen. Wer weiß, was sie ausmerzt. Wir gucken aber mal. Okay. Behold, science! Die ist jetzt, scheinbar, das hat gereist. Die Tür hier ist auch jetzt mittlerweile zu. Ah, okay. Oh, it's you. Ah, I thought we fired you. Still sore about getting passed over for greatest employee of all time? I'm sure you saw my commemorative photo on the way in. Don't feel bad. My family has been working here for generations. I take that back. Do feel bad. Ich verstehe, warum die sauer ist. Well, personality must not be a big hiring point here. Ist natürlich nicht unsere Zeitreise damit gemeint, mit Charakterstärke.
Scheinbar ist der Gute zum besten Angestellten aller Zeiten gewählt worden, was eigentlich sie hätte gerne sein wollen. Hier sind auch überall die Bilder. Aber... Hands off the exhibits! Ja, fast nichts an. Ja, sie ist jetzt ein bisschen sauer. This exhibit features the ancient combustion engine, or as it was commonly known at the time, the Dino Hypernator. In the early 21st century, humans used these primitive engines to power everything from toothbrushes to toasters, even elevators. Okay. Ancient man's addictions to toast and teeth brushing quickly exhausted the world's oil supply. Once the precious substance was finally depleted, ancient man was forced to find more advanced sources of power. Research that led directly to the modern hover boot design. It also set the stage for the bad oral hygiene fashion craze we still see to this day. Ja, es kann nicht alles gut sein, ne? Da sehen wir mal, wo es hinführt. Oder weil wir so viel Öl verbrauchen. Okay, den Aufzug, den brauchen wir. Dafür brauchen wir die Maschine anschmeißen. Dafür brauchen wir Öl und so. Oh. No touching the exhibits! Ist ja gut, ich fasse nichts an. Archaeologists have yet to determine the original use of the smurg. Thousands of these strange artifacts have been recovered at ancient dig sites around the world. People living in long-gone eras often carried several in their pockets at all times, leading some experts to attribute to the smurg a religious or mythological significance. Other historians dismiss this reasoning, claiming a more mundane use by teenage boys to twirl and braid their hair. We may never know the true use of the smurg. What do you think it did? Vor allem, die Übersetzung war nicht ganz richtig. Nicht von irgendwem als Haarschmuck verwendet, sondern von Teenagern. Also männlichen Teenagern. Auch nicht schlecht. Ja, der einfache Schlüssel ist gemeint. Ich trage meine auch noch um... Ups. Ist ja gut. Um sie zur Schau zu stellen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin. Oh, noch ein Bild. Oh, was hat er nicht alles ergeben? Eis und Pralinen, Kenntnisapfel, Blumen. Und sie hat alles verschmäht. Ist man da über seine Reaktion verwundert? Wer sich fragt, wie seine Reaktion war. In der Karnevalsfolge seht ihr das, im letzten Teil davon. Und noch eine schöne Sprechanlage. Hey kids, smell like a real-life dinosaur with our newest interactive exhibit experience. Dinosaurs existed over 10,000 years ago, when they roamed the world's highest mountain peaks in search of fruits and berries. Dinosaurs were social animals that lived in groups governed by a rigid organizational structure. An alpha dinosaur was the lord of his tribe, leading foraging trips and assigning tasks. Fun fact, dinosaurs required no sleep and had to keep in nearly constant motion to survive, much like the Amazon forest-dwelling penguin. Deswegen diese nervösen Kopfbewegungen. Schlafmangel. Ich rieche nach Now Dinosauriern. you smell like a stinky old dinosaur. Isn't that great? Herrlich. Ich wollte schon immer nach Dinosauriern stinken. Gut, dass es noch keine Geruchsspiele gibt auf dem PC oder kein Geruchsfernsehen. Das wäre es ja noch. So. Ja gut, ich hab's Greatest verstanden. employee of all time says, no touching the exhibits! Sehr gut. Ich habe gedacht, ich könnte den jetzt vielleicht doch nehmen, aber... Mal gucken, was muss ich denn jetzt hier tun? Ich gehe jetzt mal hier lang. Eine aufgespießte Bratwurst. Although no actual rangfusts have ever been uncovered,
Top archaeologists believe they were commonly used as some kind of head accessory from the 1940s to the late 2100s. Oh Mann. They came in Ja. several styles and colors to project the mood of the wearer. Upon entering a social setting, each person would assess the crowd by the types of rainfusts they were wearing. It is thought that World War I was started when Sir Winston wore a particularly inappropriate rainfust at a cocktail party with the American President Franklin D. Bon Jovi. Franklin D. Bon Jovi, okay. Also die Namen sind noch nicht so ganz perfekt übergeben. Ein mächtiger Anführer mit einem Rangfust. Oder auch Eimer genannt. So, jetzt brauche ich Öl. Don't touch any of the exhibits. Ja, sehr gut. War ich hier schon oben? Ich glaube nicht. Da war ich schon. Nee, kommt hier gar nicht durch, ne? Nee. Okay. Nee, das muss ich alleine machen. Mal gucken. Ah, prehistory. My formative years. Ich bin jetzt noch weiter in der Vergangenheit. Ich glaube vor der Zeit des Smaugs und wie ist das noch für ein Stoff? Mit primitiven Leitern. Aber hey, der Stein hat überlebt. Wenn ich es sagen soll. Ach, guck mal. Die Flüssigkeit hört, glaube ich, auf zu laufen, oder? Warte mal. Ich gehe mal weiter. Hier ist nichts. Kann es sein, dass ich die Bildung der Stalagniten da verhindern soll, indem ich... Na gut, da komme ich jetzt nicht mehr hin, aber vielleicht sehen wir das ja in der Vergangenheit nachher wieder. Guck. Ja! Ja, ich bin gut. Ich bin so gut. Mal gucken. Da mussten wir in die Vergangenheit rein, um dieses Naturwunder aufzuhalten. Guck, geht's hier irgendwo lang? Ich gucke jetzt nicht einfach mal überall durch. Es erinnert mich ein bisschen an dieses Day of the Tentacle. Wer dieses Spiel mal gespielt hat, das sind auch 3 verschiedene Leute in 3 verschiedenen Zeitzonen und spielen sich dann durch die Zeit verschiedene Gegenstände zu. Die Frage ist nur, wer soll in welche Zeit? Ich gehe mal mit ihm eine Zeit weiter. Oh, ist jetzt offen.
Nee, das will ich nicht. Das will auch nicht, aber das ist aber auch nur dieser Stein. Yep. Greatest employee of all time. They don't give that to just anyone. Sehr gut. Mal schauen. Dann gucke ich mich erstmal in der Zukunft weiter um. In der Vergangenheit. Das ist die Stelle, wo... Da ist auch dieser Stein. Nee, das ist es nicht. Wie könnt ihr diesen Stein hier wegbekommen? Schaufel nach der Schaufel. Ich komme mal zu dir in die Vergangenheit. Hier gibt es noch eine Locke. Nein. Aus irgendeinem Grund muss ich hier was verändern. Das war's nicht. Ich gehe einfach mal hier weiter. Hab ich ja noch nicht überall umgeguckt. Das hört sich irgendwie gefährlich an. Eifersucht sitzt tief, ja, nachvollziehbar. Aber nicht nachahmbar, was auch immer sie tun, und ich glaube, es ist nichts Gutes. So, geht's hier hin? Thog ahead of his time. Why not Thog make wheel work? Critic not understand Thog work. Why not Thog make wheel work? This will be Thog's greatest creation. Aber wie soll ich das denn hinkriegen? Wheel still not roll. This will be Thog's greatest creation. Oh.
Hallo. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterhin möchte. Und ich sehe gerade, die Zeit ist um. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen The Cave mit der Zeitreisenden in Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Und bis dahin sage ich Tschüss.